So, dieser Regen sollte eigentlich erst um 7 Uhr kommen und nicht um 6 Uhr. Genau, seit 5:30 Uhr ging schon los. So, jetzt hat sich so was wie eine Regenpause ereignet. Die gehe ich mal schnell nutzen und schaue, dass ich wegkomme. So, losgekommen so gegen 8 Uhr. Es fängt ein bisschen an zu regnen, aber da gab es eine kurze Regenpause, die habe ich jetzt für den Aufbruch genutzt. So, die ersten beiden Schiffe des Tages. Oh, das zählt wirklich. Jetzt weiß ich, was die gelben bedeuten. Zwischen den Bojen ist Wasserskibetrieb. Ja, schau her. Das ist sogar offiziell mit Campingplatz gewesen. Aber das zeigt es natürlich nicht an. So, das ist die Einfahrt Richtung Schleuse, weil da unter der Brücke befindet sich ein Wehr. Das sieht man gar nicht mehr so deutlich. Weil es zwischendrin keine Stützpfeiler hat. Keine sichtbaren. So, Hafen, das dürfte die große sein. Und da links die kleinen sein. Und die ist schon auf grün geschaltet gerade eben. Hurra, nichts wie hin. Okay, das Rot in der Kamera sah kurz grün aus. Da habe ich mich getäuscht beim Schwenk. Könnte natürlich gut sein, dass am Sonntag kein Schleusenbetrieb ist. Das könnte natürlich sein. Klasse. Schauen, dass wir irgendwie rumkommen. Das könnte interessant werden. Jetzt habe ich schon geguckt, ob ich woanders was finde, aber erst wenn ich noch umgedreht habe, ist auf einmal grün. Ich bin gesehen worden. Hurra!
So, draußen aus der Schleuse hat es doch noch gut geklappt, hurra! Und auf zur nächsten. Das ist immer ein gut gekleideter Angler, den sieht man von Weitem. Den fällt man nicht in die Route. Kaum zu glauben, im Kernland von Gummotex sehe ich endlich wieder Gummotex-Boote. Okay, das sind jetzt die zweiten und dann gleich 2 Stück auf einmal. Also eins habe ich schon mal gesehen. Da vorne hast das nächste Wehr. Ja, da links in der Ecke, wo ich es nicht sehe. Da werden gerade 2 Boote nach oben geschleust. Da sind gerade 3 drin. Ich habe doch beinahe die Ausfahrt verschlafen. So, das Tor geht auf, das ist wieder eine niedrige Schleuse und auf geht's zur nächsten dann. Oh, das fällt ganz schön in die Schleuse rein. Ja, okay. Kein YouTube-Film. Und das ist Gummutexland. Ein Aldi-Boot.
die kleine Pause beendet. War mal gut, aus dem Boot auszusteigen. Wenn man bei allen Schleusen sitzen bleibt, irgendwann wird doch mal aussteigen, wenn die Beine vertreten sind. So, wenn ich Pause gemacht habe, war jetzt wird es ein bisschen anstrengend bei dem Gegenwind. Jetzt kommt von hinten im Berg, da hinterm Wald, kommt ein fetter Regenschauer. Den dürft selbst laut meinem Pessimisten-App von heute früh nicht geben. Jawohl, ich habe richtig gesehen, ich bin schon wieder bei der nächsten Schleuse. Schleusen fallen ja heute wie die Dominosteine. Sagen, Anfang von den Kränen da, bis hierher Platzregen und jetzt scheint wieder die Sonne. Aber das andere ist schon rentiert, sonst wäre jetzt pitschepatsche nass. Das sieht nicht gut aus. Die Schleuse geht scheinbar nicht ganz auf mehr. Da diskutiert einer wild am Telefon. Glück, wenn der Druck verstärkt wird, vielleicht geht durch die andere Schleuse was, durch die große. Das Boot dreht ab. Das heißt, ich muss mal umtragen, hilft nichts. Okay, jetzt kommt aus der großen ein Sportboot raus. Vielleicht habe ich ja Glück und es schaltet für mich auf grün. Gucken wir mal, ob ich durch die große durch darf. Ich bin gerettet, ich darf durch die große durch, hurra! So, und ich habe die große Schleuse für die Pötte ganz für mich alleine. Hurra! Ich darf durch die große. So, hurra, das Tor geht auf. Die große dauert auch ganz schön lange. Das ist eine Geduldsprüfung. Aber es geht. Es scheint eine Fußgängerfähre zu sein, dass die Leute immer hin und her fährt. Ganz klar zu erkennen, Lok Nummer 7. Gänsesäger. Weibchen. So, jetzt hat er kurz regendicht zu machen.
Da aus dem Eck, da kommt wieder ein Regenschauer. Und zwar ziemlich schnell. So, sieht so aus, als wäre der Spuk wieder vorbei. Da hat wieder mal ganz kurz heftig geregnet. So, hier hat die ersten Weinberge von der Mosel. Und jetzt allen Naslang diese kleinen Fährboote. Allmählich ändern sich die Boote. Allmählich geht es nach dem Motto, wer hat das weißeste Boot und das neueste. So, wieder einen Tag geschafft. Hier mehrere Schleusen. Ein paar Mal hat es gut geregnet. Die letzte Schleuse war gut spannend. Da war meine kleine Schleuse defekt. Da ließ das untere Tor nicht mehr ganz schließen oder öffnen, je nachdem. Und dann stand ich da. Naja. Und wenn ich überlegt habe, was ich mache, war schon bereit auszusteigen und umzubooten, hat die große Schleuse aufgemacht. Aber da hat natürlich erst von unten das Wasser reinlaufen müssen. Aber das kann ich natürlich nicht sehen. Und irgendwie kommuniziert wird nicht, aber das läuft hier ganz gut. Nachtrag. Hier am Anfang von so einer Schlucht oder Canyon oder wie man immer es nennen will. So. Dann muss ich beeilen, kommt Wind auf und es sieht ziemlich noch nach einem Regenduscher auf. Muss ich schauen, dass ich schnell alles hinkriege. So, der befürchtete Regen kam doch nicht. Aber ein bisschen Wind ist da, ist ganz gut. Da kann mein Zelt ein bisschen trocknen, weil ich heute früh pitschnass eingepackt habe, zumindest das Außenzelt. Und es ist echt erstaunlich, dass die Terrasse hier nicht zugestellt ist mit Wohnwegen und so. Aber natürlich, es gibt bessere Flecken. Schon hier ein bisschen lauter Fleck. Links und rechts der Eisenbahn. Ruhig ist was anderes.